Trading-Profis nutzen diesen Trick, Spieltheorie. Hey, ich bin Felix, Daytrader und Gründer von Wir machen Trader. Bist du schon mal um ein paar Cent ausgestoppt worden, bevor der Kurs dann genau das gemacht hat, was du dir vorgestellt hast? Ich hoffe ja, denn dann bin ich nicht alleine. Wir werden an diesen Stellen zu Marionetten anderer Marktteilnehmer, ohne es zu wissen. In diesem Video zeige ich dir die exakten Tricks, die die Trading-Profis nutzen, um konstante Gewinne zu erwirtschaften. Seitdem ich diese Taktiken kenne, kann ich sie selbst anwenden und die Fehler der naiven Marktteilnehmer ausnutzen, sodass ich völlig ohne Angst trade. Was ist die Spieltheorie überhaupt? Unter der Spieltheorie wird eine mathematische Methode verstanden, die das rationale Entscheidungsverhalten in sozialen Konfliktsituationen beschreibt, in denen der Erfolg des Einzelnen nicht nur vom eigenen Handeln abhängt, sondern eben auch von den Aktionen anderer. Die Spieltheorie stellt damit komplexe Entscheidungssituationen, die vom Verhalten anderer Spielteilnehmer abhängig sind, vereinfacht dar. So lässt sich auch die Entscheidungsfindung vereinfachen. Der Begriff stammt daher, dass zu Beginn dieser Forschung eben Gesellschaftsspiele wie Schach, Mühle und Dame untersucht wurden. Wofür wird die Spieltheorie in der Wirtschaft gebraucht? Die Spieltheorie wird angewendet, um das Verhalten von Unternehmen im Wettbewerb auf dem Markt zu untersuchen. Die einzelnen Akteure auf dem Markt werden als Spieler betrachtet, deren Handlungen natürlich auch von den Handlungen der anderen abhängig sind. Um Entscheidungen zu treffen und Strategien festzulegen, müssen natürlich auch die Aktion und Reaktion anderer Akteure berücksichtigt werden. Die Spieltheorie ist also vereinfacht ausgedrückt eine vereinfachte und eine abstrakte Form, um das strategische Denken der unterschiedlichen Marktakteure darzustellen. Wichtig dabei ist, dass es immer mindestens zwei Akteure gibt, damit es eben auch eine Interaktion zwischen beiden geben kann. Kommen wir nun aber zur Spieltheorie im Trading. Hattest du schon mal Angst zu verlieren? Bist du schon mal eingestiegen, weil es sich auf einmal super schnell bewegt hat und vorher hattest du aber einen ganz anderen Plan? Wahrscheinlich hast du auch schon mal sehr symmetrische Muster gesehen, erinnerst dich an die ganzen Bücher, die dir sagen, oh, dann muss es aber ausbrechen. Du steigst ein und genau das Gegenteil passiert. Ich kenne diese Beispiele alle allzu gut und habe in den letzten 9 Jahren wahrscheinlich täglich solche Beispiele gesehen und auch am eigenen Körper erfahren. Ich sage dir, je besser man wird, desto einfacher wird es fallen, gewisse Reflexe zu unterdrücken und vor allen Dingen die Absichten dieser Marktteilnehmer zu verstehen. Grundsätzlich können wir Trader der Einfachheit halber in zwei große Kategorien unterteilen. Das sind auf der einen Seite die naiven Trader und auf der anderen Seite die professionellen Trader. Naiv sind dabei die Leute, die keine systematische Herangehensweise haben und größtenteils nur aus Emotionen immer ihren Handlungen nachkommen. Auch hier könnte man wiederum unterteilen. Aber grundsätzlich folgen erfolgreiche Trader anderen großen Institutionen, die natürlich auch ins Lager der professionellen Trader gehören, die aber wiederum die Fähigkeit haben, auch Preise künstlich zu bewegen. Sie haben gelernt, unterschiedliche Zeichen zu deuten und dieses Verhalten zu nutzen, um gemeinsam gegen naive Marktteilnehmer vorzugehen. Was bedeutet das jetzt für dich genau? Beobachte zuerst dein eigenes Verhalten. Wo wirst du ausgestoppt? Wie fühlst du dich in gewissen Situationen? Professionelle Trader zeichnen den Chart so, dass naive Trader denken, etwas müsse passieren. Mein Tipp, wenn du an einer Stelle ausgestoppt wirst, dann wirst du garantiert nie der oder die Einzige sein. Denn du stehst dann stellvertretend für eine gewisse Gruppe. Wirst du immer im gleichen Szenario ausgestoppt, bevor der Preis dann genau in deine antizipierte Richtung geht, dann gehörst du wahrscheinlich definitiv in die naive Gruppe. Nutze diese Erkenntnis, um das Gegenteil zu machen und der anderen Gruppe anzugehören. Ich zeige dir 3 Beispiele der Spieltheorie im Trading. Hier geht es ganz klar darum, wie naive Trader, vor allen Dingen mental manipuliert werden. Der erste Trick, den die Trading-Profis immer wieder benutzen, ist das symmetrische Verhalten. Am Beispiel von Tesla sehen wir hier ganz genau, wie das aussieht. In diesem symmetrischen Verhalten erwarten Trader also, basierend auf dem, was zuvor stattgefunden hat, eben, dass es genauso ist. Ich habe das Ganze hier mal eben mit Fallen versehen. Wir sehen also diesen ersten Ausbruch aus dieser Konsolidierungsphase und wir sehen die nächste sehr schöne Konsolidierungsphase. Was macht das mit uns? Wir antizipieren den nächsten Ausbruch und sobald es eben über die letzte Struktur geht, würden wir eben genau das Verhalten erwarten von der Aktie, vom Preis, von der Bewegung, welches wir zuvor gesehen haben. Du fragst dich sicherlich, warum das Ganze? Warum versuchen sie es auszubrechen über der letzten Struktur? Dafür musst du wissen, dass große Marktteilnehmer auch sehr große Positionen haben möchten. Sie müssen also taktieren, um große Positionsgrößen aufzubauen. Wenn sie beispielsweise Tesla einfach verkaufen möchten, um vielleicht eine Short-Position aufzunehmen, dann ist das nicht so gut möglich in einer Konsolidierung. Es ist einfacher, das Ganze ausbrechen zu lassen, selbst
zu taktieren und auch selbst erst zu kaufen, um den Preis künstlich hochzutreiben, um die andere Seite des Trades zu nehmen. Es bricht also aus. Jeder kauft, jeder hat das Interesse, jeder hat eben auch diese Idee, dass es weiter ausbricht, und sie nehmen, wie gesagt, die Gegenseite ein. Sie verkaufen versteckt, sie haben dieses sehr große Volumen und haben jetzt eben die mögliche und notwendige Liquidität vorhanden, um das genauso zu machen, wie sie zuvor geplant haben. An dieser Stelle verrate ich dir den zweiten Trick, den die Trading-Profis nutzen, damit naive Trader auf der falschen Seite liegen. Falsche Aggression. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal auf Grundlage des 5-Minuten-Charts an und wir sehen die zwei von mir eingezeichneten Level, die wir ja aus dem Tageschart hatten. Das sind sozusagen diese Ausbruchslevel. Oberhalb dieser Level wird jeder kaufen, weil sie eben genau dieses symmetrische Denken haben, genau das eben, was die großen Marktteilnehmer von denen sozusagen als Vorlage gegeben haben und gesagt haben, jetzt laufen alle in diese Falle. Wir sehen ebenfalls hier eingekreist unten hier auf der Aktie, dass wir dort ein sehr hohes Volumen haben. Wenn wir also diese ersten Kerzen mit dem Volumen der vorherigen Tage vergleichen, sehen wir, dass dieses Volumen deutlich größer ist. Was heißt das? Das heißt, dass viel mehr Leute kaufen, als zuvor an den vorherigen Tagen gekauft haben. Das impliziert also, das ist diese falsche Aggression, die diese großen Marktteilnehmer sozusagen anreichen, um eben alle naiven Marktteilnehmer glauben zu lassen, jetzt kommt dieser Ausbruch wirklich. Sie kaufen selbst, die naiven Marktteilnehmer stürmen rein, haben dieses symmetrische Denken. Es werden also an dieser Stelle zwei Tricks miteinander kombiniert, falsche Aggression und eben auch diese Symmetrie, falsches symmetrisches Verhalten oder perfekt aufgelistet sozusagen. Es bricht aus und dann wird es ganz stark in das Kaufverhalten der naiven Marktteilnehmer wird ganz stark verkauft und dann kommt auch schon fast der dritte Punkt ins Spiel. Und das sind die sogenannten chaotischen Situationen. Chaotische Situationen führen dazu, dass dir sozusagen die taktische Führung weggenommen wird. Vorher hattest du einen Plan, vorher hattest du die Idee, oh, wenn es stark steigt, dann möchtest du den Rücksetzer eben auf dieses Level kaufen. Dieses Level vielleicht von $695 oder $697, je nachdem, über welche Linie es für dich halten soll. Das ist dein Plan. Und sobald es darauf hält, kaufst du. Aber dadurch, dass die Situation so chaotisch ist und so schnell ist und nicht mal ein bisschen hoch geht, also die Verkäufer wirklich massiv verkaufen, wirklich mit extremem Druck auch den Preis unten halten, geht es dann in Folge stark runter. Die ersten Leute, die zuvor gekauft haben, was passiert? Es entsteht Panik. Aufgrund der Tatsache, dass es eben jetzt so chaotisch und so schnell ist. Und das wissen diese großen Marktteilnehmer. Sie wissen exakt, wann Angst entsteht, wann Panik entsteht, wann Leute auch zuvor Euphorie haben und kaufen. Und wenn diese Extreme zwischen Euphorie auf der einen Seite, oh, falsche Aggression, Symmetrie, wir kaufen alle, und dann führt es zu einem schnellen Verhalten, wo chaotische Umstände entstehen und es fällt. Was denkt der Trader? Es muss doch mal wieder hochgehen. Also, was machen Leute? Leute kaufen hinzu. Sie kaufen tiefer hinzu, nochmal hinzu. Warum? Ja, in einer normalen Aktie, da setzt es zurück, wir machen zumindest ein tiefes Hoch und es müsste vielleicht doch nochmal zu meinem Durchschnittspreis kommen. Ist nicht der Fall, was dazu führt, dass man sich fragt, oh, was passiert hier eigentlich? Mir wird die taktische Führung aus diesem Spiel weggenommen. Warum? Weil natürlich die Spieltheorie bei den großen Marktteilnehmern, bei den sehr erfolgreichen großen Tradern, die auch hier wirklich so viel Volumen handeln, dass sie es beeinflussen können. Sie können also beeinflussen, was mit dir passiert und wie du dich in jeder Situation fühlst. An dieser Stelle werfe ich dir ganz kurz noch einen anderen Chart rein, wo wir alles drei auch nochmal sehen. Du siehst also, die Spieltheorie wird verwendet, um für Liquidität zu sorgen, um meistens ein Szenario wirklich abzubilden, wo sie die andere Seite des Trades nehmen können. Das bedeutet, sie benötigen Liquidität und sie müssen sozusagen die naiven Marktteilnehmer dazu bringen, eben das Falsche zu tun.
zu denken, dass es eine gewisse Richtung macht. Das kann durch Symmetrie erzeugt werden, das kann durch falsche Aggression, also ein hohes Volumen passieren und dann eben auch durch dieses chaotische Verhalten, was wir gerade zur Tageseröffnung sehr groß sehen und wo die meisten wahrscheinlich schon wieder verloren haben, ausgestoppt werden, verloren sind und so weiter und so fort. Die taktische Führung wird weggenommen. Hier im Chart sehen wir das jetzt nochmal sehr schön. Die erste Stunde bei dieser Aktie, ganz klarer Trend. Ein ganz klarer Aufwärtstrend, gekennzeichnet eben durch höhere Hochs und höhere Tiefs. Und wir sehen auch, dass soweit erstmal alles ziemlich gut aussieht. Ich habe diese höheren Tiefs hier gekennzeichnet, damit du das nochmal ganz klar siehst. Und wir würden genau das erwarten, was wir zuvor sehen. Wir sehen, wir machen höhere Hochs, höhere Tiefs. Also, die Symmetrie ist gegeben und jeder wird so ein bisschen wie ein Reh im Scheinwerferlicht. Wir würden also denken, ja, es ist doch alles in Ordnung, es geht doch weiter hoch und ich kaufe die Rücksetzer und vielleicht füge ich dann bei neuen Hochs hinzu, weil demnächst müsste es dann hier über diese $3-Marke brechen. Dann passiert aber genau das Gegenteil. Irgendwann, nachdem die Manipulatoren oder die großen Marktteilnehmer diesen Trick anwenden oder diese Kombination von 2 bis 3 Tricks anwenden, werden sie genau das Gegenteil machen. Hier ist es dann so, dass sie die Liquidität über den Hochs nutzen, weil dort natürlich auch immer Stop-Losses liegen, aber auch um dann eine chaotische Situation zu erzeugen. Du siehst also, dass dieser Abwärtstrend, der danach folgt, der ist nicht sehr sortiert, sondern es wird einfach massiv über die nächste Stunde mindestens abverkauft, bevor wir die erste kleine Gegenbewegung sehen. Das ist also genau das, was passiert. Es wird eine chaotische Situation erzeugt, damit jeder, der zuvor wieder gekauft hat, nicht eine Chance hat, aus diesem Trade rauszubekommen. Und ich meine nicht, dass hier nicht jeder sich hätte austoppen lassen können, sondern dass man eben dieses unterbewusste Verhalten impliziert bekommt durch diese vorherigen geregelten Situationen, dass man dann auch eher dazu tendiert, oh, ja, es ist ja sehr geordnet und es müsste jetzt wieder hochgehen, alles ist gut. Und es ist alles gut und normalerweise ist hier direkt mein Stop-Loss, aber an dieser Stelle ist es so geregelt, ich kann diesen Stop-Loss wegnehmen, ich kann ihn 10 Cent tiefer machen oder, was noch schlimmer ist, ich füge zur Position hinzu, damit mein Durchschnittspreis runtergeht und es wird ja schon wieder hochgehen. Genau das ist es, was eben die erfolgreichen Trader ausnutzen, was sie wissen und wie sie eben die Märkte beeinflussen und manipulieren. Es geht nicht immer darum, irgendwo mit Werten, mit Zahlen irgendwas zu vertreten, sondern darum, Liquidität zu nutzen und Geld zu machen. Um nichts anderes. Diese 2 Fragen gibt es. Und wo ist denn letztendlich die wichtigste Liquidität? Wo ist die größte Liquidität? Sollte dir dieses Video gefallen haben, dann schau dir als nächstes an, wie jeder, auch du, zum erfolgreichen Trader wirst. Ich gebe dir dazu 5 wertvolle Tipps, damit du dein Trading erfolgreich gestalten kannst und deine Ziele von Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung erreichst. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.